Hey Leute, hier ist Lionel. Heute geht es um das Thema Shooting-Organisation. Das Ganze erkläre ich euch am Beispiel von einem Regenwald-Shooting. Viel Spaß dabei! Bevor es ans Shooting geht, müssen wir uns natürlich erstmal Gedanken machen, was denn alles gemacht werden soll. Ich gehe da wie folgt vor. Als allererstes geht es dann natürlich um die Idee oder das Shooting-Konzept. Für diesen Fall wollte ich was Regenwaldartiges machen. Viel Grün, nasse Haut, sowas hatte ich im Kopf. Und da ich immer ganz gerne in Serien arbeite, habe ich mir gedacht, machen wir das gleich mit 3 Models. 2 Frauen und ein Mann. Wie ihr genau zu eurer Shooting-Idee kommt, kann ich euch natürlich nicht sagen. Da hat jeder seine ganz eigene Art, sich inspirieren zu lassen. Aber jetzt ganz wichtig, bevor ihr jetzt anfangt, eure Models schon anzuschreiben, macht euch erstmal Gedanken darüber, kann ich das Shooting, so wie ich es vorhabe, auch wirklich umsetzen? Habt ihr genügend Ressourcen dafür? Passt das Equipment und vor allem passen die Fähigkeiten zu dem Shooting, was ihr vorhabt? Wenn ich mir unsicher bin, mache ich auch erstmal Testaufnahmen. Ein praktisches Hilfsmittel dabei ist diese Büste, die ich hier habe. Mit der Büste kann ich immer so testen, ob so ein Shooting-Konzept im Ansatz schon mal funktioniert. Auch kann ich daran Stylings machen oder im Studio Licht setzen. Also es ist wirklich ein super praktisches Hilfsmittel. Wenn ihr aber in einem Stil bleibt, in dem ihr sowieso ständig arbeitet, könnt ihr diesen Schritt natürlich auch überspringen. Ich mache das auch nicht immer. Als nächstes kommt dann die Location. Dieses Mal sind wir in einem Stadtpark in Frankfurt. Ich bin im Vorfeld schon mal selber hingegangen und habe schon nach dem perfekten Spot gesucht. Nach einiger Zeit Suche habe ich ihn dann auch gefunden. Der perfekte Bambushain. Noch ein paar Fotos mit dem iPhone geschossen und dann kann man eigentlich auch schon wieder nach Hause gehen. Natürlich hat man auch nicht immer die Zeit, sich eine Location persönlich vor Ort anzuschauen. Aber wenn es die Umstände zulassen, würde ich niemals darauf verzichten. Achtet aber auch darauf, dass ihr an dieser Location shooten dürft. Viele öffentliche Locations brauchen gar keine Shooting-Genehmigung, aber klärt im Vorfeld ab, wie es für eure Location aussieht. Als nächstes geht es dann auf die Suche nach den passenden Models. Im Vorfeld schon klare Vorstellungen zu haben, macht die Sache weitaus einfacher. Für dieses Shooting wollte ich ein blondes Model haben mit bunten Augen, ein brünettes Model und so einen typischen italienischen Schönling. Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, an Models zu kommen. Die eine Möglichkeit ist natürlich die, ihr kennt eure Models schon oder man sucht eben nach neuen. Neben der Möglichkeit, Modelagenturen anzufragen, gibt es im Internet verschiedene Plattformen. Ich persönlich bevorzuge dabei Facebook. Man findet da mittlerweile auch sehr gute Make-up-Artists. Da wir ja im Vorfeld schon das Shooting-Konzept und die Location festgelegt haben, können wir in unserer Anfrage auch schon mehr schreiben als ein einfaches „Hallo, hast du Lust zu shooten?" Auch können wir hier schon auflisten, welche Art der Kleidung bzw. Accessoires mitgebracht werden sollen. Wie ihr aber das perfekte Model für euch findet, werde ich in einem späteren Videotutorial nochmal ein bisschen ausführlicher erklären. Bevor man sich zum Shooting trifft, telefoniere ich noch einmal mit allen Beteiligten persönlich, um alles nochmal zu besprechen. Gleichzeitig lockert es natürlich auch die Stimmung beim Shooting auf, wenn man sich dort nicht das allererste Mal spricht. Vergesst nicht, bei Bedarf auch jemanden zum Assistieren mitzubringen. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Vor dem Shooting wird natürlich auch erstmal geschminkt und gestylt. Achtet auch darauf, dass ihr dafür passende Räumlichkeiten zur Verfügung habt. Hier nochmal vielen Dank an unser Model Luisa, die uns etwas ganz in der Nähe von unserer Location organisiert hat. Und dann kann es eigentlich auch schon zur Location gehen. Unser Männermodel Francesco kam ein bisschen später und wurde einfach an der Location mal gestylt. An diesem Tag haben wir mit Available Light gearbeitet, was das ganze Shooting ein bisschen unkomplizierter macht, da gar nicht mal so viel Technik vor Ort ist. Damit das Ganze noch ein bisschen mehr nach Regenwald wirklich aussieht, haben wir unsere Models nass gemacht und ein wenig mit Öl eingerieben. Das gibt noch einen schönen Glanz auf den Fotos und verstärkt nochmal Lichtreflexe. Damit die Fotos noch eine größere Tiefenwirkung bekommen, haben wir von außen noch vereinzelt Bambuszweige ins Bild reingehalten. Auch dafür sind Assistenten super praktisch. Das Wichtigste beim Shooting ist es aber natürlich, den Spaß an der ganzen Sache nicht zu verlieren. Genießt den Tag mit eurem Team und genießt es natürlich, etwas Wunderschönes zu kreieren. So, ich fasse das Ganze nochmal zusammen. Was brauchen wir für eine gute Shooting-Organisation? Als allererstes natürlich eine Idee. Wir müssen wissen, was wir vorhaben, ansonsten können wir nicht planen.
Als zweites und vielleicht wichtigsten Punkt, schätzt eure Ressourcen und eure eigenen Fähigkeiten genug ab. Falls sie nicht passen, macht ein paar Testaufnahmen, bis ihr sicher seid. Als drittes können wir dann mit der eigentlichen Vorbereitung beginnen. Sucht deine Locations, schreibt die Models, Make-up-Artists, Designer und wen ihr noch alles für euer Shooting braucht, einfach an. Und als viertes das Shooting selbst. Und jetzt natürlich noch ein ganz wichtiger Punkt und das ist die Zeitplanung. Versucht euer Shooting irgendwie zu timen und vor allem auch das Timing an die anderen zu kommunizieren. Klar, verschiebt sich hier und da mal was, aber wenn man sich grob an den Zeitplan orientiert, kommen auch kaum Verzögerungen zustande. Das war jetzt natürlich nur ein Beispiel für ein Regenwald-Shooting, aber vom Prinzip her gehe ich eigentlich immer so vor. Also egal, was für ein Shooting-Thema ihr habt, die Planung ist wirklich alles. Klar, einige Dinge ergeben sich auch spontan, aber wenn ihr wirklich eine konkrete Idee umsetzen wollt, ist die Organisation das A und O. Ich wünsche euch viel Spaß beim Shooten und bis bald. Ciao, ciao.